Heute zum Thema gute Angewohnheiten beim Motorradfahren. Also es gibt so ein paar Angewohnheiten, die haben sich bei mir über die Jahre ergeben und die machen beim Motorradfahren sehr viel Sinn. Es erhöht einerseits die Sicherheit und erhöht andererseits, wie soll man das sagen, es verbessert die Fahrlinie, es wird alles runder, der Fahrstil wird runder. Und die meisten von euch werden es schon gehört haben, aber man kann es sich nicht genau oft vor Augen führen. Das Allerwichtigste ist die Blickführung. Du fährst dahin, wo du hinguckst. Ist so. Da kannst du nichts dagegen tun. Das heißt, wenn du durch eine langgezogene Kurve fährst, dann guckst du immer so weit in die Kurve wie möglich. Und die Kurvenlinie, die ergibt sich dann von ganz automatisch. Die Kurvenlinie wird dann auch sehr rund. Wenn du nämlich nur sehr kurz vors Vorderrad schaust, dann wird die ganze Fahrerei sehr wackelig, sehr unrund. Das sieht nicht gut aus und außerdem ist es auch nicht schnell. Und es verhindert auch Unfälle. Stichwort Target Fixation oder halt Zielfixierung. Wenn du jetzt, sage ich mal, durch eine Kurve fährst und du hast dich mit der Geschwindigkeit ein kleines bisschen verschätzt und dann kommt irgendwie ein Baum am Straßenrand oder die Leitplanke und du guckst dir diesen Baum oder die Leitplanke an und denkst dir, oh Scheiße, oh Scheiße, oh Scheiße, dann passiert es auch wirklich. Du fährst drauf zu. Musst du davon abgehen und dann in die Kurve reingucken, mehr Schräglage und dann funktioniert es meistens auch. Oder was ich ganz oft schon gesehen habe, irgendjemand macht beim Kurvenfahren einen Fehler, kriegt die Kurve nicht, latzt sich hin und der Hinterherfahrende schmeißt sich auch hin, obwohl der kaum Schräglage gefahren ist. Der hat die Kurve locker gekriegt, aber was hat er gemacht? Schaut seinem Kollegen hinterher und macht genau dasselbe. Dann das Zweite, was mir sehr geholfen hat, das habe ich beim Fahrtraining gelernt. Guck mal auf meine Gashand. Ich habe da immer 2 Finger auf der Bremse, weil ich zumindest kann dann das Gas feiner dosieren, als wenn ich quasi die Hand in der Luft hängen habe. Das macht dann das ganze Gasgeben deutlich ruhiger und das Fahren wieder flüssiger. Vielleicht nur minimal, aber so ganz viele kleine Sachen, worauf man achten muss, die haben dann schon einen großen Einfluss. Und entspannt auf dem Motorrad sitzen ist auch wichtig. Sich öfter mal daran erinnern, wieder entspannt auf dem Moped zu sitzen. Man oft verkrampft man und merkt es gar nicht. Und dann wird die Fahrerei auch sehr hölzern. Das heißt jetzt aber nicht, wie so ein Schluck Wasser in der Kurve am Motorrad rumzubaumeln, sondern einfach nur locker und entspannt zu fahren. Andere wichtige Sache, immer Druck auf die Fußrasten geben. Also wenn du Supermoto fährst und nimmst das kurveninnere Bein raus, dann kannst du natürlich nur Druck auf die kurvenäußere Fußraste geben, aber im Grunde ist es egal, welche. Wenn du das nämlich machst, dann hast du ein viel besseres Gespür für das Fahrwerk, also für das, was dein Fahrwerk macht, wie der Kontakt so zur Straße ist, und es vermittelt wesentlich mehr Sicherheit. Also ich war mal in Marktl auf dem Drift Day, Supermoto in der Karthalle gefahren. Und ich bin die ersten 2 Turns so gefahren und ich kam eigentlich ganz gut zurecht. Und dann irgendwann hat mir der Instruktor diesen Tipp gegeben und danach ging es wesentlich besser. Also ich bin wesentlich fixer um die Kurven gekommen. Irgendwann dann mit Schleifen der Fußraste und allem drum und dran. Macht es. Immer Druck auf die Fußraste, dann hast du viel bessere Rückmeldung von der Schwinge vom Federbein. Immer mit Gas durch die Kurve fahren. Also während der Kurvenfahrt immer das Gas ein bisschen weiter aufmachen. Das führt nämlich zu einer besseren Gewichtsverlagerung beim Fahren. Es ist mir, wo ich angefangen habe, Motorrad zu fahren, schon öfter passiert, dass ich einfach in die Kurve reingerollt bin. Und was dann passiert, das Gewicht verlagert sich auf den Vorderreifen und es erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass dir der Vorderreifen wegrutscht, weil der kann ja nur begrenzt Kräfte aufnehmen. Ja, also irgendwann rutscht der halt einfach weg. Das heißt, wenn du mit Gas durch die Kurve fährst, dann hast du eine viel bessere Balance im ganzen Motorrad. Und wenn dir mal der Hinterreifen kurz wegrutscht, ist das ziemlich wurscht. Das kannst du relativ gut wieder abfangen. Aber wenn der Vorderreifen rutscht, dann hast du halt eher ein größeres Problem. Dann latzt du dich eigentlich gleich aufs Maul. Das habe ich mir mit der Zeit dann auch angewöhnt. Das macht auch einen sehr großen Unterschied. Fällt mir noch irgendwas ein zum Fahren. Verkehr musst du natürlich auch beobachten. Ne? Das ist eigentlich mit das A und O. Immer damit rechnen, dass irgendjemand irgendeinen Quatsch macht. Und im Zweifelsfall einfach mal warten und nicht hoffen, dass alles klappt. Bei einer Abzweigung zum Beispiel von einer kleinen Straße auf einer Bundesstraße, ich habe dann, sobald da jemand rausfährt oder da steht, habe ich sofort einen Finger an der Bremse. Immer. Teilweise auch an der Hupe, dass ich halt schnell hupen kann, wenn es sein muss. Und ich gucke immer, wo schaut der Typ oder die Frau im Auto hin. Hat sie mich gesehen oder nicht? Das ist immer ein sehr guter Indikator, weil wenn jemand die ganze Zeit in die andere Richtung guckt und genau dann erst in deine Richtung schaut,
wo es eigentlich schon zu spät ist zum Rausfahren und dann ansetzt, dann weißt du das halt schon vorher und bist nicht überrascht. Weil es ist ja öfter mal, ich sag mal, einige Unfälle, die sind halt bedingt durch Schreckbremsungen. Ja. Die hätten eigentlich nicht sein müssen, da hätte man noch easy bremsen können. Aber weil du halt dich erschreckst und ziehst voll die Bremse, dann war es halt vorbei. Ne? Der Vorderreifen kann nicht direkt die volle Kraft übertragen. Ja, was ich in Deutschland noch regelmäßig gemacht habe, wenn ich lange Zeit über den Winter nicht gefahren bin, dann bin ich auf denselben Parkplatz gefahren, wo ich meine Fahrschul-Grundausbildung hatte und habe die ganzen Grundübungen nochmal gemacht. Also Notbremsung mit und ohne Ausweichen, nee, Blödsinn. Ausweichen mit und ohne Bremsung, Notbremsung, langsamer Slalom, schneller Slalom, Kreisfahren, Stop and Go, was waren noch? Ich glaube, das waren schon fast alle. Das macht Sinn. Das macht auch Sinn, wenn du schon 10 Jahre fährst. Brauchst du auch nicht unbedingt irgendwelche fancy Pylonen. Schnappst du dir einfach ein paar Tennisbälle und halbierst die und legst die auf den Boden. Das ist lang dicke. Ja, und Fahrsicherheitstraining sind immer eine gute Idee. Auch wenn man schon welche gemacht hat, zur Auffrischung macht es immer Sinn. Und die sind auch meistens nicht wahnsinnig teuer. Maximal 100 Euro würde ich jetzt mal schätzen. Aber das lohnt sich auf jeden Fall, sollte jeder mal gemacht haben. Vor allem als Anfänger lohnt sich meiner Meinung nach. Also Führerschein und dann eigentlich mal direkt ein Fahrtraining. Blöde ist halt vom Timing her, die sind meistens am Anfang der Saison, macht ja auch Sinn. Bei mir hätte es dann nicht mehr hingehauen. Also ich habe meinen Führerschein irgendwann im Spätsommer gemacht. Dann bin ich halt noch die eine Saison so gefahren und dann glaube ich nochmal eine Saison ohne irgendwelche Trainings. Aber irgendwann habe ich dann Fahrtraining gemacht, ich glaube in der 3. oder 4. Saison. Das hat sich schon gelohnt. Danach konnte ich dann Stoppies machen. Nun ja, so viel zum Thema gute Angewohnheiten beim Motorradfahren. Wenn ihr irgendwelche Fragen dazu habt, dann stellt sie gerne in den Kommentaren. Und wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr mehr dazu sehen wollt, dann drückt auf den Like-Button und ich sehe euch beim nächsten Video. Bis dann. Es war eingestellt als gebraucht und ja, die sind wie neu, klasse. Und dann waren die Speichen aus der Felge halt irgendwie an 5 oder 6 Stellen rausgebrochen, also die waren Schrott.